So, sehr gerne mal, sogar ein Stück bei der Outer Worlds und jetzt wird's widerlich. Wir müssen unseren Dog retten. Aber... Okay, kein Aber. Ich wollte gerade mir schon das aufsparen. Wir machen erstmal eins, da wir ja dann so erstmal nirgends mehr hinkommen. Werden wir die Waffen einlagern. Die waren immer verkehrt, ne, hatte ich gesagt. Ja. Weil Waffenteile haben wir einen Arsch voll, nur brauchen wir jetzt mal Platz. So, und dazu werden wir auch kurz unser Medipack mal durchchecken. Ah, haben wir nicht mehr. Sieh mal einer an. Was haben wir denn noch vieles? Hm, 37, was machen die? Hm. Scharfschützen, kritischer Schaden. Nehmen wir das. Da rein. Da haben wir die drin. Da kann man sonst nichts machen. Huiuiui. Ey, da? Kein blöder Spruch? Ah, super. Auf nach Tartarus. Oh, ich habe da richtig keinen Bock. Müssen wir bedenken, wir waren auf einigen Plänen noch gar nicht. Sind noch gar nicht freigeschaltet, ne? Das wird jetzt... wenn nicht mal die Hälfte überhaupt. Versucht auch vor der Angriff das Labyrinth von Tartarus zu starten und das Schicksal der Hellkern-Kolonie zu entscheiden. Alle Spiele, die danach gespeichert werden, kein Zurück mehr, können nur die Hauptstory auf Tartarus abschließen. Auf Nebenaufträgen zusätzlich DLCs wie Peril und Gorgon oder Mordor und Eradenos kann mit Spielständen, die nach diesem Punkt gespeichert werden, nicht zugegriffen werden. Wenn es noch etwas gibt, was du zu erledigen willst, solltest du es jetzt tun. Wenn du erstmal ein Gefängnis betreten hast, gibt es kein Zurück mehr. Oh! Sekunde, ich muss gucken, ob es da DLCs gibt. So, ja, es gibt DLCs. Ich habe jetzt aber einen Spielstand gemacht. Wir spielen die danach. Aber ich wüsste doch nicht, was wir noch Sidequests haben. Wir waren ja eigentlich überall fleißig mit jedem gequatscht. Puh, ja, machen wir nochmal einen Spielstand. Geht's danach dann noch weiter? To inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Hast du irgendwelche brauchbaren Informationen über Tartarus? Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,684. Resident escapes are as follows: 0. Oh. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. Understood. If you die or are incarcerated for life, I can generate a new ID for the next captain. I would prefer if you return, though. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. Wie lange wird es dauern, das ausgerechnet hier? Warum verdammt nochmal reagieren hier Leute bei Landesverstößen immer gleich so übertrieben? Oh, ist das wirklich nicht Terra 2? Mein Fehler. Ich verschwinde einfach wieder, okay? Your ship is not permitted to leave until you remit payment for your fines and submit yourself to execution. Only after your smoking corpse is thrown from an airlock will we lift the lockdown on your spacecraft. Captain, I would not recommend this course of action. Shit, können wir nochmal laden?
86. Das ist knackig. Oh, man hat sogar noch einen Vorteil. Braucht man nicht. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. 86. Eieiei. So, auf nach Terra 2. Ja. Nein. Ja. I am pleased to inform you that So. Oh, Waren wir hier? Captain? Überzeugen. All right. I'm feeling generous. I'm transmitting the idea of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Hmm? Wait, is that from the Groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be of assistance? Nimm mal. Take care. I require a functioning captain to run the ship. Oh Leute, jetzt wird's hässlich. Wir gucken noch, ob man eventuell tüfteln. Ah, ich wäre eigentlich hier gerade eher für Rüstung, ne? So, und dann machen wir dich noch einmal stärker. Schrotquer mal mehr davon. Schade, das reicht für nichts mehr. Warte mal, da wir wahrscheinlich eh kein Scharfschützengewehr da drin brauchen werden, würde ich... Ich brauche es ja nicht, ne? Ah, mal gucken. Speichern. Und ich würde... Sam eigentlich gerne mitnehmen, weil der Fläche Damage macht. Aber der ist halt mir keine Upgrades für den. Jetzt bleiben wir bei Ellie und Poverty. The captain did right by us once. Now it's our turn. The board will never own Groundbreaker. Not while I breathe. Push on, Mardat! Somebody toss this garbage out the airlock. More people. Okay, sind keine Feinde. Groundbreaker doesn't need trash like you. Okay. Somebody clean up. My cover. Wasting my time. Das Nachladen. Oha! Was ist denn jetzt los? Lassen wir die einfach erstmal da durchlaufen? Ich will die eigentlich aber nicht so sterben lassen. The captain did right by us once. Now it's Wenn die uns schon mal helfen, dann kämpfen wir mit. own Groundbreaker. Not while I breathe. Push on, Mardat! Jungs, Mädels. Sweeping the area. Forming and Stay down, bullhead. Open fire!
Muss man halt echt aufpassen, dass sie uns da mit dem Zeug nicht erwischen. No, Poverty! Haben wir alles? Nein, wie viel fehlt? 12. Echt jetzt? Ich habe 11, ich flippe aus. Warte mal, haben etwas unsere Fähigkeiten verbessern könnte. Wartet mal. Wir müssen Ahnung im Grunde verbessern. Inventar, Essen, Fernkampf, Wahrnehmung, Charisma. Oder irgendwas. Geschick, Wahrnehmung -1, Wahrnehmung plus für schön. Fadenkreuz schwanken. Lebensregeneration, Lebensregeneration, Lebensregeneration. Nein, nein. Auch nicht. Körperattribute. Geistattribute, Wahrnehmung, Geschicklichkeit. Nee, das ist alles nicht das, was ich will. Ah, gut drauf geschissen. Ah, uns fehlt ein Punkt durch in der Ausflipper. Heading back. Wo ist denn die andere? Da. You never planned on seeing the inside of this place. This might be the loneliest place in the whole system. Oh ja. Aufgabe, bahn dir auf Tartarus deinen Weg und konfrontiere die Person, die für die Tätigkeiten des Vorstands verantwortlich ist. Sophia Arcade. Arcade. Oder Arcade. Arcade. Wie auch immer. Ich glaube, das wird lange 118 Meter. Let's look around. There's gotta be a few ways through here. Ja, meistens ist immer der direkte Weg der beste, ne? Ah, wir speichern mal. Wir gehen auch mal da hoch. Munition haben wir genügend, da brauchen wir eigentlich gar keine Sorgen machen. Hey, ich flipp aus. Lebensregeneration, ein Körperattribute +1. Ah! Real slick.
Tschüss. Hat uns leider das gebracht, was ich mir erhofft hätte. Not a peep from me. What? What was that? Lawbreaker, I saw that. Are you new here? Ja. Verpiss dich doch. Soldier? Fällt das denn weniger auf? Huh? Thought I saw something. Oh, was denn? Dann lauf mal schnell weg. Du Stück Scheiße. Ach, Junge. Ich leg dich gleich um. Husch. Huh? Guess I'm getting paranoid. Hey, you! Hold it. Yeah? Hey, keep your distance. I don't... Es ist mein Dings weggegangen wegen dem Penner, ey. Ich flipp aus. Here they come! Das geht's mal am Arsch vorbei. So, öffnen. Wir sind drin. Here I go! Hat's voll nicht braucht, ne? So eine Scheiße aber auch. Sicherheitsgruppe, interessierte Person. Okay. Scheiße. Das Ding ist versiegelt. Lololol. Holy. Kann man zwischenspeichern bitte? Danke. Ah, Verkaufsautomaten. Yay. Hey, ist gewusst, hätte ich meinen Scheiß noch mitgenommen und vertickt. Ist nichts mehr drin. Oh, da war noch Stuff. Sehr schön. Aufschlag. Eieiei. Jetzt einmal bessere Konditionen haben. 5% Rabatt. Perfekt. Waffen. Mädels. Ellie, was hast du? Poverty, was hast du? Dann kriegt Ellie die Fette. 298. So, Pari, was hast du? 390. Okay. 960. Okay. Wie sieht es denn bei euch rüstungstechnisch eigentlich aus, Mädels? 57, 53. 64, okay. Ah, die wollte verkaufen. Da haben wir bessere Konditionen an dem.
verkaufe einfach eine ganze Luft, ne? So. Schrott haben wir auch noch. So. Tüfteln, Rüstung. Boah, 13.000. Heilige Fixseuche. Ich würde die halt gerne aufwerten, ne? $1032. So, nochmal den Zwischenspeichern. Und rein mit uns. Es gibt einen Bossfight des Zornes. Zu die Grube. Das war zum Glück einfach. Auf Lagerverzeichnis zugreifen. Mitteilung eurer Lieblingswärters. Bitte lagert hier keine verderblichen Lebensmittel. Wir haben diesen Raum als Kühlraum deklariert, weil wir die Kapseln hier lagern wollen. Das ist kein Kühlschrank. Das nächste Mal, wenn ich hier einen Behälter mit schimmelnden Wollkuh finde, stelle ich eine ganze Woche lang vor die Luftzufuhr der Klimaanlage. Okay. Fortsetzen, zugreifen. Notwendige Strukturveränderungen für die Unterbringung von Kryonik-Kapseln in der LBR-NTH-Einrichtung. Eine Analyse von den Ingenieuren Redfield, Grain und Geist. Zunächst muss jede Kapsel konstant mit mindestens 34 Kilowatt Strom versorgt werden. Und die in den Kapseln gelagerten Subjekte müssen regelmäßig eine Dosis Vit-O-Cryo-Flüssigkeit verabreicht bekommen. Dieser endlose Satz erstreckt sich noch über 12 weitere 12 Seiten herum, bevor er endlich endet. Und somit empfehlen wir, um die strukturelle Integrität des Bereichs, der als die Grube designiert wurde, zu gewährleisten, dass alle Kapseln in zylindrischer Form um eine tragende Struktur herum angebracht werden, die in den Mantel von Tartarus gebohrt wird. Mit einer maximalen Tiefe von... Dieses Fazit zieht sich noch einmal über 2 weitere Seiten. Ach du Scheiße. Mädels. HS, William, Black, Fehler. Kapsel 2 könnte interessant sein, somit. Ohne großen Aufwand, sagte ich immer. Wobei ich hier alles weglooten würde, alles wegbomben. Aber wir brauchen unsere Mats vielleicht noch, unsere Heilsachen. Let's go, troops. Stellar Base counting on us. Die lenken sie ab, sehr nett. Oh Mann, die reißen echt einen Arsch auf für uns. Oh! Are you new here? Ja, ich bin neu hier. Whoa, nothing. Okay. Okay. Perfekt. Kann man den PC was machen? Tür aufschließen. Ja, perfekt. Well, look who it is. Hi. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. I had heard you'd taken a mechanic under your wing. What's the matter, girl? Couldn't find actual employment? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I'm exactly where I want to be. Ah, and the wayward doctor. Are you about done with your escapades? We have faces that need lifting, after all.
These days, I'm more interested in breaking them. Wouldn't mind taking a swing at yours. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. Aber das war so Rockwell, nehme ich an. Das hat es mit diesen Ankündigungen auf sich gegeben. My word! You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Remarkable. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Ach bitte, Phineas würde lieber sterben, als mit euch zusammenzuarbeiten. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us per se. Semantics, he'll come around. But that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. It's a miracle. Diese Wahnsinnige rettet die eingefrorenen Kolonisten, denen du den Rücken gekehrt hast. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? We're helping, which is more than you can say. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. Das müsste ja nicht sein, wenn du dich kooperativ zeigen würdest. Darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Ich versuche nur zu helfen. Es ist dir also lieber, diese Abwärtsspirale weiter zu folgen. Ich kann diesen Ort wieder in Ordnung bringen. Oh, right. This coming from the psychopathic outlaw. Yes, I'll try to be more open-minded about your path of wanton dissent. We don't need your help. Überzeugen, mit deinen Ressourcen und den Experten an der Hope könnten wir eine Menge bewirken. I'll admit, there's no shortage of talent in the scientists and engineers there. Look, I'm not an unreasonable man. If you manage to storm the castle, as it were, and make it out of here with Phineas alive, I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. If you survive, you'll need someone to sell the rest of the board on your plan. Gut, vielleicht kannst du doch etwas Gutes für die Kolonie tun. Okay, du wartest ja einfach auf meine Befehle. Du hast verdammt recht, ansonsten bist du als nächster dran. Okay. Mädels, los geht's. Sage mir jetzt nicht, dass wir den jetzt echt überzeugt haben. Das wär's ja. Wartet mal. 1, 2, 3. Ich glaube, der Weg ist sicherer. All right, MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So get in there and fight. Fugitive's a fugitive. Let it go. Kann man da durchlaufen? Hi. Aua. Ich glaube, die sind gerade beschäftigt. Ach, da ist der Aufzug. Da müssen wir hin. Okay, dankeschön. Achso, ENF. Guess this is it, huh? Whatever comes of this, I'm just real glad to know you all. Ja, das ist schon schaukeln, Mädels. Keine Sorge. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty.
Es ist vorbei, Sophia. Ergib dich. Wir werden Herakion befreien und es gibt nichts, was du verdammt nochmal dagegen tun kannst. Du redest wirklich gern. Du wirst... Was sagen? Wirst du noch Fördern bezahlt? I'm afraid I can't do that. To your credit, Captain, you are one of the colony's finest specialists. Your technical abilities are beyond reproach. For all your talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. Ich bin wegen Penis, ja, lass ihn gehen. Und du wirst deine Pflicht erfüllen oder bei dem Versuch draufgehen. Hab schon verstanden. Lass uns keine Zeit verschwenden. Wie du willst, ich werde es genießen, dich umzubringen. Ja. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove invaluable, even if I have to beat it out of him. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony. Mensch. Lass uns, Dr. Breden, fordere mich nicht heraus, Sophia. Das ist schlechter für deine Gesundheit. Du verstehst es nicht. Pinas ist mein Freund, ohne ihn gehe ich hier nicht weg. Die Vorstellung, dich zu töten, macht mir keine Freude. Es ist letzte Zeit schon genug Blut vergossen worden. Ich glaube zwar, dass mal die zur Vernunft bringen können, aber... ja. In that we are in agreement. An end to violence is precisely what I want. An end to chaos. An end to senseless loss of life. The only obstacle standing in my way is you. I take no pleasure in this, you know. I simply have no other option. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. Also unterbrechen, ich werde Pinas retten. Dann lege ich lieber voll ins Zeug, du Psychotante. War gut. If you insist. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down the drain. Schimmer dann. And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically, or something. Der da! Mädels. Jetzt hätte ich gern Zeit mitgenommen, aber naja. Ach nö. Was hat? Aua! Ich kann nicht aufhelfen, ist aber scheiße. Ah, nö! Jetzt bin ich im Scheiß auch gestorben. Leck mich doch am Arsch. Fuck. Dass da noch Bots kommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Schiebst die Cheaterei, ne? Ich sag's nur. Achso, deswegen war die Knarre so schnell da. Mädels, passt auf! Barbade! Passt auf!
Okay, jetzt wird's hässlich. Erstmal taktisch vorgehen. Ich finde scheiße, dass ich die zwei nicht mehr wiederbeleben kann. Muss ich zugeben. Ah, wir können ja dagegen Rot verlassen. Das ist ja gut. Aua. Komm, Put, sei wieder so blöd. Ich sehe, viel Scheiß, dass es Granate gibt. Mach ich noch was Fetteres gerade am Start? Ich will die Frage, ob der so viel mehr Damage macht. Au! Renn mal! Elektroschocker tun halt Stoffhai weh. Mehr ein Level-Up gehabt. Fertigkeiten, Vorteile. Gab es denn was mit Aufbeleben? Ist der Bot da? Aua! Oh oh, ich bin ein Sterber. Hat's ganz schön weit gebracht. Oh, die scheiß Bots raus.
Wow, wow, wow. Schluck mal den Medizin, Brudi. Ah, nach hinter euch. Oh, ist ja doch Schweine. Wie viel sind es denn? Oh, Mama! Verpisst euch! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir es jetzt? Heilige Scheiße. Zum Glück habe ich so viel Munition, du. Oh, muss einmal nachladen. Hallo. Gameplay nochmal eine mit dem Bastard. Alter, was für ein Kampf. Ich speichere jetzt. Leckt mir am Arsch. Eieiei. Puh. Der Part hat es in sich gehabt. Zum Glück noch Level Up zwischenzeitlich gehabt, dann können die zwar noch zurückholen, oder? Da hätte man nichts machen können, den Dinger waren so Buchte zum Ausweichen, okay. Ich habe leider Energie gewartet. Waffe. So, Schwester, jetzt geht's ans Feld, du Miststück. Schieß mir einfach so ein Arschlochbot an der Arsch. Du gibst 2 Wege hoch zu. So, okay. Why won't you just die? I'll try that again. Get me out of here! Hopp. Ich hätte den Raum noch absuchen sollen. Scheiße. You don't know how glad I am to see. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved. And long. Der hat mich geschossen, was soll ich denn machen? And you lunatic. You broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind. And I can't begin to thank you enough. Ach du, kein Thema. Ist alles in Ordnung mit dir? Was haben sie dir angetan? Machst du Witze? Der Vorstand hatte nie eine Chance gegen mich. Du weißt, dass ich dich nie zurücklassen würde, dass dir was passiert, Penias. Hast du eigentlich eine Ahnung, was ich als mich aufnehmen muss? Nein, das klingt ja süß. Frag schon mal nach, wie es umgeht, oder? Naja. I know, my friend, I know. And now it's finally over. The board's finished. It's only a matter of time before the entire system slips from their grasp. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated.
Das hört sich gar nicht gut an. Toll, gerade wollte ich ein paar Drinks kippen und feiern. Ich bin gerade wirklich nicht in Stimmung für Theatralik, Phineas. Nein, hier. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Und sich eine Menge Arbeit, fangen besser an. Warte mal kurz, ich muss dich noch kurz was fragen. Können wir das machen? Ja. Yes, certainly. I'll help however I can. Was glaubst du, ist passiert? Woher weißt du das alles? Du hast erwähnt, dass eine Fregatte verschwunden sei. Du meintest, es hätte keine neue Nachricht mehr von der Erde gegeben. Oh, können wir alles mal durchmachen. Wobei mich das am meisten interessieren wird. Yes, Akande mentioned as much. Earth hasn't sent us a single message in 3 years. No one knows why. Akande had kept the truth to herself, perhaps with good reason. Can you imagine what would have happened if word got out? We'd have utter pandemonium. Fregatte verschwunden sei? You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Okay, das wäre noch etwas. Ich weiß über die anderen Kolonisten Bescheid, Phineas. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. Das Blöde ist, muss man jetzt dazu sagen, in seiner Situation heraus, er war jetzt bei Subjekt 13, das waren glaube ich mir, wo es dann funktioniert hat. Subjekt. 13. Mensch, also nicht falsch verstehe bitte. Es sind 100.000, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, auf der Hope drauf. Und so pervers sich das auch anhört, und selbst wenn 100 sterben, oder vielmehr auch 1000, was ja 1% wäre. Stimmt das? Ja, wäre 1%. Und die restliche 99.000 dadurch leben, boah, ja, es ist wieder mathematisch gesehen, es ist um jedes Leben schlimm, gar keine Frage. Würde er nicht testen oder nicht ausprobieren, gucken, wie man das wieder in Gang kriegt, die Leute dort zu retten, wenn alle 100.000 tot, also moralisch natürlich immer so eine Sache. Anderer Punkt ist, ja, dass die andere 100.000 dafür krepieren. Thank you. Perhaps in time I'll learn to forgive myself. My apologies. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer as best I can. Ja, woher weißt du das alles? Eigentlich noch eine Frage. Und die andere, was glaubst du, ist passiert? I heard it from Akande herself. She tried to pressure me into joining her side, you see. Tried to make me realize that all hope is lost, and that we are alone. She was half right. We are alone, and we're going to have to fend for ourselves, because there's no telling what's happened to Earth. Ja, Klimakrise. Ganz einfach. Leid unbebragt, Vater.
Demokratie, alles gescheitert und Menschheit ausgestorben. GG. Und in ein paar Millionen Jahren wird es wieder erholt haben und dann wird es vielleicht eine neue Spezies geben, die hoffentlich intelligenter ist als wir, weil sie Überresten auch von uns finden. Ja, wobei, mit diesen paar Millionen Jahren, ich glaub's nicht. I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. Gut, das war's. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Ich habe alles sorgsam geplant mit dem Vorstandsvorsitzenden in einer Tasche. Wird niemand mitkriegen, dass eigentlich ich das Sagen habe. Ich werde die Kontrolle über die Kolonie übernehmen. Den Vorstandsvorsitzenden habe ich schon auf meiner Seite gebracht. Du kannst auf mich zählen. Ich werde dir helfen, die anderen Kolonisten wiederzubeleben. Ich werde das tun, was ich schon immer getan habe. Und zwar, was ich will, wann ich es will. Dumm, hä? Oh, tut mir leid. Hab nicht zugehört. Ich muss meine Eiscreme denken. The chairman? I don't know why you let that heartless creature live, but I'll have to trust your judgment. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Jetzt bin ich gespannt, was noch kommt. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide Medevitt's camp,
hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nein. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. No, Under the Mann. leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Chairman Rockwell served as the public face for the changes in Halcyon to come. Whenever you needed strings pulled or a voice to sell a policy change, Rockwell was only too happy to oblige. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. Wow, in the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation,
Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus, and made Chairman Rockwell your own puppet, a role he was all too eager to play. The colony never realized you were the true power behind the new administration. By acting vicariously through agents and third parties, you controlled Halcyon from the shadows. As a result, Halcyon survived the turbulent years that were to follow. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Boah, Leute, mir verhältnismäßig gutes Ende geschafft. Fuck, Alter. Auf dem ersten Planeten, wo wir waren, welcher Spur von Leiche hinterlassen, ehrlich gesagt. Auch, dass wir die Flüssigkeit komplett abgesaugt haben, dass die anderen gestorben sind. Dadurch konnten aber alle anderen von der Hope gerettet werden. Und die wiederum konnten die Hungersnot beenden. Boah, scheiße, Alter. Junge, macht mich das jetzt gerade fertig. Die sind zwar jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, überm Berg. Ist immer noch nicht einfach, aber geht vorwärts. Nur weiß niemand, dass wir das waren. Wir haben aus dem Schatten heraus agiert. Und Rockwell, sage ich mal, die Lorbeeren überlassen. Ha. Jeder soll das tun, was er kann, weil er ist halt das Gesicht. Die Leute waren wahrscheinlich ein bisschen verwundert, warum der auf einmal so auf links dreht ist, ne? Aber hey, wir brauchen für jeden Akt eine Rolle. Und die muss jeder spielen können. Und wir waren der Regisseur im Hintergrund. Der am wenigsten geehrt wird meistens. Sehr gerne mehr. Krasses Ende. Sehr lange Folge heute. Das Outro kommt noch. Geiles Spiel. Hat mir gefallen. Wir holen die DLCs. Jetzt sagt noch die DLCs. Auf jeden Fall. Hab ich Bock drauf. Und ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil von der Outer Worlds. Weil Chapeau an die Entwicklerinnen und Entwickler. Mega. Respekt. Geiles Game. Hat mir Spaß gemacht. Und ich muss sagen, das war ein anderes Leben, eine andere Geschichte, vor allem zu einer anderen Zeit, aber im gleichen Universum wie unseres, theoretisch praktisch. Ja, Verbindungszeit ist abgerissen. Vielleicht ist es zu heiß geworden. Ja, wir haben jetzt, bevor wir an so Weltraumgeschichten denken können, an die Lieben meines Lebens, Kelly, Samantha, danke euch beiden immer für das Scheide stehen. Oh, das ist geil, mega. Oh, ist ja mal cool. Noch so Danksagen. Aber liebe Frau, das ist cool. Grace, Gardo und Isaac haben wir meine zukünftigen. Oh, das ist cool. Danke an unsere Fokustester. Hochzeit während der Entwicklung. Constant Go und Shakwi Gang. Cheng. Babys während der Entwicklung. In Gedenken an mein große. Ah, come on. Hingeraffte Tablets. Tabletop, okay. Alles war jetzt cool. Ich werde mal nochmal angucken, wenn ich es schneide und erstmal in Ruhe durchlesen. Ihr könnt ja Pause drücken.
Bevor wir großes Wetter besiedeln, müssen wir erstmal die Probleme hier auf unserem Planeten lösen. Gerade mit unserer Klimakatastrophe, was wir haben. Unsere Energieversorgung, die jeden hart trifft. Und Leute, wir brauchen erneuerbare Energien. Die Sonne und der Wind, die schreiben keine Rechnung. Wir können speichern. Wir haben die Möglichkeiten, hat es bis jetzt noch nicht gelohnt. Weil die Menge davon nicht ausreichend war, dass sich das rechnet. Aber werden wir zukünftig haben und wenn ihr wisst, was ihr lernen wollt, geht ins Handwerk. Wir brauchen jeden Einzelnen, jede Einzelne. Ich selbst, gesundheitlich leider verhindert, aber hey, ich gebe mein Wissen gern weiter, das kann ich zumindest noch anbieten. Auch wenn ich als Handwerker nicht mehr dienen kann. Ja. Lass uns ein besseres Ende finden für die Erde, wie jetzt es in Outer Worlds war. Wir haben nur den einen. Ja, das war mir damit gespielt haben zu dürfen. Wir hören, sehen uns das nächste Mal zu einer anderen Zeit, in einem anderen Leben, in einem Universum. Vielleicht, so gnädig die EntwicklerInnen auch sind, vielleicht im gleichen. Who knows, who knows, who knows. Penias, es war uns eine Ehre an alle, die dir mitgeholfen haben, zu entwickeln, zu testen. Herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören sehen. Tschüss. Muss auch kurz reingrätschen, weil ich das Übersetzungsteam sehe. Leute, Rechtschreibung üben wir nochmal, okay? Bis dann, ciao.